Ich bin Marcel von den Autolackaffen und wurde gefragt, welche 5 Must-Haves, welche 5 Lieblingsprodukte ich querbeet in der Aufbereitung nicht mehr missen will und welche 5 Produkte das sind. Will ich euch nicht länger auf die Folter spannen, seht ihr jetzt. Produkt Nummer 1 wäre Lederreiniger Stark von Colorlock in Verbindung mit einer Lederbürste oder ein Scrub-Pad. Man kommt wunderbar in die kleinsten Ecken, in die kleinsten Kanten, Ritzen, Nähte. Man muss nicht separat irgendwie noch mal 5, 6, 7 Mal nachreinigen. Mit diesem Lederreiniger und mit diesen Must-Haves, vielleicht noch ein Mikrofasertuch dazu, Reinigungsbenzin zum Neutralisieren, bekommt man wirklich das Leder sehr sauber, sehr schön, wieder in einem sehr hochwertigen, matten Zustand, Ausgangszustand, ohne irgendwelche Rückstände, Verschmutzungen oder irgendwelche Produkte, die dann vielleicht den ein oder anderen Reiniger oder Schmutz noch in die Ecken und Kanten noch reinschieben, geht hiermit wunderbar. Der Sitz ist sauber, hinterher hat man eine vernünftige Innenreinigung, Lederpflege, Lenkradreinigung. Deswegen mein Must-Have, darf in keiner Innenraumreinigung fehlen, in keiner Aufbereitung, Lederreiniger Stark. Kommen wir zu Nummer 2, Finish Kontrollschaum. Auch ein sehr vielseitiges Produkt. Man kann Lacke entfetten, man kann empfindliche Lacke, Hochglanzteile entfetten. Man kriegt mit diesem Produkt die Frontscheibe oder andere Scheiben, die stark verschmutzt sind oder starke Anhaftungen dran sind, wie zum Beispiel eventuell auch mal Lacknebel oder halt ein stark Raucherauto, wo das dann halt schön vergilbt ist, Klimaanlagenschmutz und, kriegt man hiermit wunderbar vorgereinigt. Hinterher dann nochmal mit klarem Wasser und ein Fenstertuch nachgewischt und die Scheibe ist zu 100% schlierenfrei. Wie gesagt, man kann ihn als Glasreiniger, Fensterreiniger benutzen, man kann aber auch empfindliche Oberflächen schlierenfrei mit abwischen, man kann aber auch entfetten im Polierbereich zum Versiegeln. Deswegen mein Must-Have Nummer 2, den Finish Kontrollschaum. Mein nächstes Produkt habe ich hier schon hinterm Rücken, würde ich halt den einen oder anderen da draußen vorher noch was erzählen, ist speziell in dem Polierbereich für mich Must-Have Nummer 1. Man bekommt wirklich Hologramm und hazefrei nach dem Cut, egal ob man schleift oder nur grob cuttet mit einem Fell oder mit einem Schaumstoffpad. Man kriegt mit diesem Produkt nahezu 98–99% ein vernünftiges Finish hin. Und was der Name schon sagt, ist von Sonax die Perfect Finish. Absolutes Must-Have für mich in diesem Polierbereich, die Finish-Politur, die Perfect Finish. Wie gesagt, es gibt den ein oder anderen empfindlichen oder nachlackierten Lack, wo sie vielleicht ein bisschen Probleme macht, wo man auf ein anderes Produkt zurückgreifen muss oder soll. Aber zu 98–99% kriegt man mit dieser Politur, mit der Perfect Finish ein vernünftiges Finish hin. Und mein absoluter Favorit im Polierbereich. Kommen wir zum Produkt Nummer 4 oder in diesem Fall Maschine Nummer 4 ist im Polierbereich für mich nicht mehr wegzudenken. Die PXE ist ein wahnsinnig vielseitiges, in meinem Bereich Spielzeug, wo man sich wirklich ausleben kann, austoben kann, in vernünftigen Ecken und Kanten halt auch ein sehr schönes Ergebnis erzielen kann. Man kann mit dieser Poliermaschine nicht nur Oberflächen, Ritzen, Kanten oder irgendwelche schwer erreichbaren Stellen polieren. Man kann auch mit diesem Poliergerät kleine Kühlergrills polieren mit der Welle. Man kommt in Ecken, in Türbereiche, wo man bei einer großen oder bei einer mittleren Poliermaschine wahnsinnige Schwierigkeiten hat. Die kann man halt wirklich individuell variieren bis zu einem 80er Pad. Man kann auch noch kleiner gehen, man kann die Hübe tauschen, man kann auch eine Rotor machen daraus. Man kann bis zu sehr kleine, ich weiß jetzt nicht, was das ist, ein 15er oder ein 20er Pad kann man hier benutzen. Damit kommt man halt wirklich nahezu in diese perfektionistische Schiene, dass man halt einen Gebrauchtwagen oder ein sehr
altes Fahrzeug wieder auf Neuwagenzustand, wirklich in allen Bereichen, Ritzen, Kanten, Ecken, Winkel, wieder nahezu 100% in diesem Neuwagenzustand polieren kann. Mein Favorite Number One, die PXE, ohne die möchte ich gar nicht mehr arbeiten im Polierbereich. Jetzt kommen wir zu einem größeren Gerät, da muss ich mal den Wagen hier wegschieben. Ohne dieses Gerät wäre ich vielleicht schon Paketfahrer, Pizzabäcker oder sonst irgendwas. Ohne dieses Gerät möchte ich ja nicht mehr in dieser Aufbereitung arbeiten oder generell als Fahrzeugaufbereiter, Detailer arbeiten. Ist in meinen Augen die Nummer 1 Trockeneisgerät. Wir haben das Glück, wir haben 2 und die ist sowas von vielseitig, so ein absolutes Must-Have im Außenbereich, im Innenbereich, ohne irgendwie groß nachzuwischen oder mit irgendwelchen Rakel, Zahnstocher, Mikrofasertücher und was es da nicht alle gibt, stundenlang die Gummis und Ecken und Kanten auszuwischen oder im Innenraum zum Beispiel bei Lüftungsschlitze zum Beispiel, kleine Knöpfe, Schalthebel etc., Lenkstockschalter. Es läuft kein Reiniger mehr hinterher. Man muss nicht 3, 4, 5 Mal nachwischen. Man fährt rüber, es ist sauber. Man hat das Fahrzeug im Innenraum so ja desinfiziert gleichzeitig. Heutzutage ein sehr wichtiger Punkt. Im Außenbereich wirklich, wenn man genau arbeitet, alle Ritzen und Kanten, Kunststoffe und. Polierreste frei, jeglicher Schmutz ist befreit. Motorraum ist sauber, ohne irgendwelche Stecker da volllaufen zu lassen mit Reiniger, Wasser etc. Meine wirkliche Nummer 5 in diesem Bereich, aber Number 1 im Aufbereitungsbereich generell, sowas von vielseitig und wahnsinnig effektiv und in jedem Bereich einsatzbereit. Trockeneismaschine. So, das war's schon. Meine Top 5. Schreibt in den Kommentaren, welche eure Top 5 sind. Schau mir die ganzen Sachen an, lese mir die durch und wir sprechen im nächsten Video nochmal drüber, ob vielleicht das ein oder andere Produkt in meiner 5er-Reihe noch mit dazu kommt oder generell halt, ich sage, das passt. Das Produkt, auf das möchte ich auch nicht mehr verzichten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Like da oder ein vernünftiges, liebevolles Kommentar. Drückt die Glocke, abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Tag noch.